Plastik ist ein sehr praktisches Material. Wir verwenden es tagtäglich, um unser Leben angenehmer, moderner und sicherer zu gestalten. Leider gelangt Plastik aber auch in die Umwelt, wo es in winzige Teilchen, sogenanntes Mikroplastik, zerfallen kann. Aber wie gelangt das Mikroplastik dorthin? Was passiert im Gewässer damit? Und wie kann man es beproben und messen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Projekt MICBIN, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Bei 2 Messkampagnen beproben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedene Flüsse und Kläranlagenauslässe im Einzugsgebiet der Bayerischen Donau. Natürliche Partikel, aber auch Mikroplastikpartikel werden auf feinmaschigen Filtersieben angereichert. Im Labor lösen die Forscherinnen und Forscher die Partikel von den Filtersieben ab und bereiten die Proben für die Analyse auf. Die Aufbereitung kann bis zu 4 Tage pro Probe dauern. Dabei muss verhindert werden, dass zusätzliches Plastik in die Proben gelangt. Die Luft in diesen Flowboxen ist gefiltert. Zum Spülen der Laborutensilien verwenden wir partikelfreies Wasser und natürlich ist alles plastikfrei, selbst der Laborkittel. Um zu bestimmen, wie viel Mikroplastik in den Proben vorhanden ist, wenden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 3 verschiedene Analysetechniken an. Bei der Pyrolyse wird ein Teil der Probe kontrolliert verbrannt und das Massenspektrometer gibt Aufschluss über das Gewicht der enthaltenen Kunststoffsorten. Bei der Raman- oder Infrarot-Mikrospektroskopie werden die Partikel mit einem Laserstrahl oder infrarotem Licht abgerastert. Charakteristische Muster, sogenannte Spektren, geben Auskunft über die Beschaffenheit jedes einzelnen Partikels. So bestimmen die Forscherinnen und Forscher, wie viele Kunststoffpartikel und welche Kunststoffsorten in dem beprobten Flusswasser enthalten waren. Wir wollen herausfinden, wie Mikroplastik in die Flüsse gelangt, in welchen Konzentrationen es dort vorkommt, wie es transportiert wird und wo es dann letztendlich verbleibt. Dazu kombinieren wir Feldmessungen mit Laboranalysen und Modellierung. Abriebsversuche im Labor zeigen, wie Mikroplastik im Gewässer entstehen kann. Alltagsgegenstände wie zum Beispiel Joghurtbecher oder Getränkeflaschen werden dem Einfluss von Wasser, Wellen und Sediment ausgesetzt. Die Gegenstände zeigen zunächst Schleifspuren, zerbrechen irgendwann und werden immer kleiner und kleiner. Außerdem wird untersucht, wie sich Mikroplastik aus Feldfolien, Klärschlamm oder Dünger auf landwirtschaftlichen Flächen verhält. Beregnungsversuche zeigen, wie mobil Mikroplastik während Niederschlagsereignissen ist. Durch Modellierung der Bodenerosion wird abgeschätzt, wie viel Mikroplastik von landwirtschaftlichen Flächen in die Gewässer gelangt. Im Labor bringen die Forscherinnen und Forscher Mikroplastik auf ungestörte Bodenausschnitte auf, sogenannte Kleinlysimeter. Sie wollen herausfinden, wie das Mikroplastik mit der Zeit in tiefere Bodenschichten umverteilt wird. Bei Niederschlag werden Partikel aus der Luft herausgewaschen und gelangen so in Gewässer oder Böden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sammeln deshalb auch Niederschlag an verschiedenen Orten und untersuchen ihn auf Mikroplastik. In der Deponie Leppe wird außerdem erforscht, wie viel Mikroplastik in unbehandeltem Deponiesickerwasser enthalten ist und wie effektiv es in der Sickerwasseraufbereitungsanlage zurückgehalten wird. An den Rechen von Wasserkraftanlagen sammelt sich alles, was ein Fluss mit sich führt. Auch der weggeworfene Plastikbecher von der letzten Grillparty. Wird das Rechen gut herausgeholt und entsorgt, kann daraus kein Mikroplastik mehr entstehen. Modellrechnungen liefern eine Schätzung, wie viel Kunststoff aus Rechenanlagen aus der Donau und ihren Zuflüssen entfernt werden kann. Vorhersagemodelle sind essentiell, wenn man eine flächendeckende Aussage über Mikroplastik in Gewässern machen will. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ein solches Modell für das Flussgebiet der Bayerischen Donau mit ihren Messdaten gefüttert. Es liefert unter anderem Belastungskarten, auf denen Flussabschnitte mit besonders hohen Mikroplastikmengen erkennbar sind. Mit dem Modell kann außerdem der Einfluss verschiedener Maßnahmen auf den Mikroplastikgehalt im Gewässer getestet werden. Zum Beispiel, wie wirksam der Einbau einer Filteranlage in den Kläranlagen wäre.
Die Ergebnisse aus dem Vorhersagemodell fließen in ein überregionales Modell ein. Darin wird die Bedeutung der Donauregion für den Eintrag von Kunststoffen ins Schwarze Meer dargestellt. Mikroplastik zu untersuchen ist eine große Herausforderung. Das liegt insbesondere daran, dass bisher noch keine standardisierten Methoden zur Probenahme, Aufbereitung und Analyse von Mikroplastik existieren. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen viel Arbeit in die Entwicklung, Optimierung und Prüfung von Methoden stecken. Doch der Aufwand lohnt sich. Die gewonnenen Daten können verwendet werden, um Modelle zu speisen und um den Eintrag, Transport und Verbleib von Mikroplastik in Gewässern besser nachzuvollziehen. Indem wir unseren Plastikmüll ordnungsgemäß entsorgen, verhindern wir, dass Plastik in die Umwelt gelangt und dort zu Mikroplastik zerfällt. Und jeder einzelne von uns kann dazu beitragen.